Hallo Holzfreunde, willkommen zum zweiten Teil meines Outdoor-Projekts. Ich baue mir ein neues Gartentor. Im ersten Teil habe ich hier diese Pfosten gebaut und eingesetzt. Jetzt im zweiten Teil möchte ich mit euch die Pforte bauen und montieren. Zuerst säge ich mir die 4 Rahmenteile zurecht. Dieser Rahmen ist aus Douglasie, 70 x 45 mm und wird normalerweise für die Unterkonstruktion von Holzterrassen genutzt. Das Holz ist sehr günstig, hat aber auch sehr viele Äste. Beim Kaufen sollte man es sich daher ganz genau anschauen. Da ich die Pforte ohne Querstrebe bauen möchte, setze ich den Rahmen mit Hilfe einer Überblattung zusammen. Im oberen Teil mache ich eine 3/4 Kreuzüberblattung, im unteren Teil eine einfache Überblattung. Dadurch sollte sich der Rahmen selbst stützen und nicht verziehen. Die Überblattung mache ich mit einer Tischkreissäge, mit einem Musterstück, das die gleiche Breite hat wie mein Rahmen, richte ich jetzt den Seitenanschlag so ein, dass ich genau auf dem Anriss säge. Jetzt nehme ich mir eine Unterlegscheibe, die die gleiche Breite hat wie mein Sägeblatt und säge den zweiten Schnitt. Nun brauche ich nur den Zwischenraum freihand ausräumen. Heraus kommt eine passgenaue Überblattung. Kleinere Äste und Risse fülle ich mit Shellac. Das geht schnell und ist einfach in der Handhabung. Beim Schleifen muss man natürlich aufpassen, dass man den Shellac nicht zu doll wieder erhitzt. Mit Hilfe von ein wenig Leim schraube ich jetzt alles zusammen. Vorbohren nicht vergessen und am besten die Schrauben möglichst seitlich anbringen, da in der Mitte ja noch das Scharnier befestigt werden muss. Naja, vielleicht etwas zu sehr seitlich angebracht, die Schrauben.
Die Leisten für die Lattung säge ich mir aus einem Glattkantbrett, Douglasie, 2 Meter lang, 100 breit. Die sind normalerweise auch recht günstig im Baumarkt. Meine Leisten säge ich hier auf 40 mm Breite und 1 Meter Länge. Die Lattung schraube ich jetzt mit Hilfe von etwas Leim und 2 Schrauben an den Rahmen fest. Vorbohren da nicht vergessen, da Nadelholz sehr leicht reißt. Um immer den gleichen Abstand bei der Lattung zu haben, benutze ich ein Abstandsstück. So sieht das gute Stück jetzt aus. Die Latten säge ich mir jetzt in Form und Länge zurecht. Angezeichnet habe ich mir das mit einem Bindfaden und einem Bleistift, was ich natürlich nicht gefilmt habe. Das sieht doch schon mal nach einer Gartenpforte aus. Nachdem ich die Pforte grundiert und lackiert habe, montiere ich jetzt die Scharniere. Damit die Scharniere einen schönen Kontrast zur Pforte haben, habe ich diese in Schwarz gewählt. Jetzt montiere ich die Pforte an die Pfosten. Ausgerichtet habe ich mir die Pforte mit etwas Holz und ein paar Zwingen. Wenn alles gut ausgerichtet ist, sind die Scharniere schnell am Pfosten angeschraubt. Die mitgelieferten waren viel zu kurz. Nun noch schnell den Schließer angebracht.
So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und bekommt ein paar Anregungen für euer eigenes Tor. Also Werkzeug in die Hand und los. Und vergesst nicht ein Like oder den Kanal zu abonnieren.